Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem YouTube-Channel InVision News TV. Heute haben wir euch wieder 3 interessante Produkte aus der Welt der Bildverarbeitung und Messtechnik mitgebracht, die wir im Folgenden kurz vorstellen. Viel Spaß! In der heutigen Ausgabe zeigen wir euch den VHub AI Developer von Weco, das AI Vision Solution Kit mit Cloud-Anbindung von Basler sowie das Embedded Board MT800 von Spectra. Speziell für AI Vision Anwendungen wurde der VHub AI Developer von Weco entwickelt. Der VHub verfügt über ein Intel OpenVINO-basiertes Software-Entwicklungskit. Dieses beinhaltet mehr als 200 vortrainierte Funktionen zur Bewegungs-, Gesichts-, Objekt- und Zeichenerkennung. Er unterstützt verschiedene Deep Learning Frameworks wie beispielsweise TensorFlow und Cafi. Zudem beinhaltet er vortrainierte KI-Modelle, die für entsprechende Anwendungen optimiert sind. Die AI-Inferenzsysteme von Weco, die mit dem VHub AI Developer ausgestattet sind, unterstützen verschiedene Beschleunigungsengines wie zum Beispiel Movidius VPU oder GPU. Basler hat sein Portfolio um AI-optimierte Embedded Vision-Systeme mit Cloud-Anbindung erweitert. Damit können Anwender AI-basierte IoT-Applikationen auf einem dafür optimierten Vision-System testen und auf Cloud-Services zugreifen. Das AI Vision Solution Kit ermöglicht Entwicklern, in der Cloud zur Verfügung gestellte Machine Learning-Modelle zu verwenden, zu trainieren und auf dem Edge-Device zu nutzen. Zusammen mit Amazon Web Services wurde die Softwareumgebung entwickelt. Die Embedded Hardware des Kits besteht aus der 13-Megapixel Dart Beacon for MIPI-Kamera. Das Processing Board basiert auf dem neuen Hummingbird Ripple von SolidRun. Anspruchsvolle KI-Applikationen stellen hohe Anforderungen an die eingesetzte CPU-Plattform. Wichtig sind neben leistungsstarken Core-i-Prozessoren auch der MXM-Sockel. Dieser sollte für den Einsatz von GPU-Karten für KI-Anwendungen optimiert sein. Das Embedded Board MT800 von Spectra erfüllt diese Anforderungen. Es unterstützt 4 Display-Schnittstellen sowie Erweiterungsmöglichkeiten über einen schnellen PCIe X16, einen Mini-PCIe und einen M2 M-Key-Steckplatz. Speziell für den Anschluss von Kameras stehen 6 USB 3.1 Anschlüsse und 2 Gigabit LAN-Ports zur Verfügung. Das war's für heute auf InVision News TV. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert uns, um keine neuen Infos rund um die Themen der Bildverarbeitung und Messtechnik mehr zu verpassen.